Herzlich willkommen zu der Herzensreise durch das Hohelied. Ich freue mich, dass wir weitergehen. Und wir sind in Kapitel 5. Wir sind in das 4. Abschnitt von dem Buch Verändernde Liebe oder Liebe, die uns umgestaltet. Kapitel 5, 2 bis 17. Und alle diese Abschnitte gehen wirklich in unsere Phasen und Levels mit Gott. Ständig, er ruft uns zu neuen Ebenen, er offenbart sich neu und bringt uns mit ihm wirklich in neue Tiefen in sein eigenen Herz. Und die letzte, was wir gesehen haben in Kapitel 5, Vers 2, er ruft sie wirklich zu dieser Gemeinschaft seiner Leiden oder den Weg des Lammes, wirklich ein Weg, wo man vielleicht angeklagt ist und schweigt und nicht antwortet, ein Weg, dass man wirklich, muss entscheiden, nicht bitter gegen Gott und nicht bitter gegen Menschen. Auch wenn die Wellen über dich kommen von Dunkelheit und von wirklich Ablehnung und wie gesagt, falsch angeklagt, Missverständnis, der Ängste und Schwächen. Gott ist da, auch wenn man ihn jetzt nicht sehen kann und Gott ist still und es sieht dunkel aus und sogar Menschen verlassen dich, verraten dich. Und hier muss ich sagen, jede Brautseele wird Verlust des guten Rufes erfahren. Und ein wirklicher tiefes Bruch, wo du nie wieder die gleiche wird, aber dass es öffnet ein ganz neuer Weg, ohne Grenzen, in ganz neuen Ebenen. Und hier ist jetzt das erstaunliche Vers, wo in diesem Weg. In Kapitel 5, Vers 8, jetzt sagt diese Brautseele, ich beschwöre euch, Tochter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet, was wollt ihr ihm ausrichten, dass ich krank bin vor Liebe? Das ist ein erstaunlicher Vers. Jetzt, Gott ist still, vieles ist geschehen und sie bittet die unreife Tochter Jerusalems. Sie wusste nicht, ob sie Jesus finden werde in Fürbitte und Gebet für sie. Aber sie hat diese junge oder diese unreife Gläubige, die noch nicht so weit und fest und in dieser Brautgemeinschaft war mit dem Herrn. Wenn ihr findet, meine Geliebte, richtet ihn das aus für mich. Sag ihm doch, ich bin krank vor Liebe. Sie hat den Test bestanden. Sie hat Gott nicht angeklagt. Sie hat nicht von ihm abgewendet, wenn wirklich Dinge gegangen, wie sie nie vorstellen könnte. Sie liebte ihn genauso wie am Anfang. Eigentlich, sie sagt diesen genauen Satz in Kapitel 2, nachdem sie ist in dem Weinhaus mit Gefühlen, die wirklich zum Himmel reichen und voll die Gegenwart Gottes sie durchströmt mit Freuden und Ekstase und sie sagt, ich bin krank vor Liebe, weil sie so überwältigt ist von seiner Gegenwart und Liebe und jetzt in der Dunkelheit sagt sie, sag ihn, richte das für mich aus, ich liebe ihn immer noch mehr als alles, ich liebe ihn von meinem ganzen Herzen, meine ganze Seele und mit aller meiner Kraft, er ist mein alles in allem, sag ihm, ich liebe ihn, ich bin krank, ich verschmackte vor Liebe. Das ist so eine Überwinder. Das ist so eine rein echte Liebe. Sie hat nichts anderes. Sie hat keinen Beweis in der Sichtbar, aber sie ist krank vor Liebe.
ich finde, das ist, sag ihn, ich liebe ihn, obwohl ich ihn jetzt nicht sehe. Ich glaube ihn, ich zweifle nicht an seine Güte, ich zweifle nicht an seine Erlösung, ich zweifle nicht, dass er wirklich der ist, der mich liebt über alles. Und so, die Tochter Jerusalems sagen zu ihr, was hat dein Geliebter einem anderen Geliebten voraus, du schönste unter den Frauen? Was hat deine Geliebte einem anderen Geliebten voraus, dass du uns so beschwörst? Diese Gläubigen, die noch nicht wussten, wie Jesus wirklich keine Konkurrenz hatte, wie er der Ein und Einzige ist, der wirklich würdig ist, das wussten die. Sie können das nicht verstehen. Diese Frau hat so eine Liebe, sie hat immer noch in ihrer Zerbrochenheit so eine Herrlichkeit, so eine Ausstrahlung von Gott. Diese können nicht verstehen, warum sie so ein feurige, innige, nie aufgehende Liebe haben kann. Was ist dein Geliebter mehr als alle anderen, dass du so uns beschwörst, ihn das für dich zu sagen? Jetzt kommt eine wunderbare Beschreibung von der Braut über den Bräutigam. Und das ist eine Offenbarung des verherrlichten Herrn. Es gibt viele Beschreibungen über Jesus in der Bibel, zum Beispiel Offenbarung 1, Offenbarung 19, Kolosserbrief, Johannesbrief, Hebräerbrief. Diese sind Briefe, die ich immer wieder lese, weil sie haben solche Offenbarung von Jesus, wer er ist. Aber diese Beschreibung in 5. Kapitel Lied der Lieder ist eine von den schönsten Beschreibungen von der auferstandenen, verherrlichten Erlöser Bräutigam, die es gibt in der Bibel. Und jetzt, sie haben ihr gefragt, was ist dein Geliebter mehr als ein anderer? Und ich glaube, bei dieser Sache, sie fängt an zu sagen, wer Jesus ist, wie sie ihn erlebt hat. Und ich glaube, der Geist des Herrn kommt auf ihr. Ich glaube, in diese dunkle Stunde, als sie fing an zu bekennen, zu proklamieren, zu erheben, den König der Herrlichkeit, dass sie selbst kommt in das Licht und Herrlichkeit und geht in einen Raum, die vorher nicht geöffnet war. Und so, sie fängt an, oh, schön, dass du mir das gefragt hast, weil jetzt will ich dir sagen. Und sie sagt hier, mein Geliebter ist weiß und rot. Weiß, er ist eigentlich, das Wort weiß ist leuchtend weiß wie die Sonne, nicht nur so ein weißer Farbe, aber wie Jesus, er wurde verwandelt vor die Jünger auf diesem Berg der Erklärung. Es sagte, sein Angesicht fing an zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider waren weißer als irgendeine Wäsche auf Erde, das wirklich tun könnte. Es war eine leuchtende, helle Weiß. Mein Geliebter ist weiß. Sein Angesicht strahlt wie die Sonne. Er ist voller Herrlichkeit inwendig. Er hat keine Spur. Er ist vollkommen. Er ist tadellos. Er hat keine Sünde. Er ist leuchtend weiß. Er ist pur Licht. Meine Geliebte als Sohn Gottes, aber auch als Mensch, sündloser Mensch. Als das sündlose Lamm, als das heilige Lamm. Mein Geliebter ist weiß und rot. Ich denke, ihr weißt, was rot steht. Für sein Blut, diese Blut von dem geschlachteten Lamm der Herrlichkeit. In das Buch Offenbarung, Jesus ist 28 Mal genannt das Lamm. Er ist das Lamm der Herrlichkeit. Geschlachtet und dort steht, weiß und leuchtend wie die Sonne, mit einem blutgetauchten, wirklichen Gewand, stehend mit der Kraft seiner Erlösung,
stehen mit dieser rote, feurige, leidenschaftliche, hingegebene, nie endende, bündnistreue Liebe über alle Liebe. Meine Geliebte ist weiß und rot. Dann sagt sie, er ist hervorragend unter Zehntausenden. Das bedeutet, er ist ein Feldzeichen, er ist ein Panier, er ist der erhoben ist über alle anderen. Er ist immer, dass man ihn sehen kann. Er ist der Versammlungspunkt, wo alle seine Volk versammelt unter seine Banner. Die Bibel sagt, Jehova Nissi, Jahwe Nissi, der Herr unser Banner, der Herr unser Feldzeichen. Und unter diese Feldzeichen von Jesus Christus, er ist der Mustersohn, er ist wirklich der Ebenbild Gottes und er ist der Mensch in Gottes Ebenbild, der Muster, der eins, das Gott möchte, der Erstgeborene aller Brüder. Er ist erhoben über Zehntausende und Zehntausende spricht von Tausende und Tausende. Er ist erhöht über alles. Der Feldzeichen, was Jesaja 11 sagt, es wird ein Feldzeichen erhöht. Zu ihm werden die Nationen sich hinwenden und kommen und auch das zerstreute Volk Israel. Das ist mein Geliebter und das ist mein Freund. Jetzt sagt sie, sein Haupt ist feines, gediegenes Gold. Sein Haupt ist feines, gediegenes Gold. Und so, Gold steht für Gottheit, Herrlichkeit. Er ist Gott. Meine Geliebte ist nicht nur irgendjemand. Meine Geliebte, sein Haupt ist Gold. Er ist das Haupt über alles. Er ist das Haupt der Schöpfung. Er ist das Haupt der neuen Schöpfung. Er ist das Haupt aller Fürstentümer und Gewalt. Er ist das Haupt über alles. Die ganze Fülle der Gottheit wohnt in ihm. Meine Geliebte ist Gott geoffenbart in dem Fleisch. Meine Geliebte ist der Sohn Gottes, pures Gold. Auf sein Haupt sind viele Diademe. Wenn er nur 2 Diademe hätte, das würde bedeuten, er herrscht über 2, 3 Länder. Aber auf sein Haupt sind viele Diademe. Er ist der Herr aller Nationen. Er ist der König der Könige, der Herr aller Herren. Und wir werden sehen, von Kopf bis Fuß, er ist Gold. Gold. Und so, sein Haupt ist reines, feines, gediegenes Gold. Er ist der ewige Sohn Gottes. Und das ist mein Geliebter. Und dann sie sagt, und hier, das liebe ich, seine Locken sind Dattelrispen, schwarz wie die Rebe. Seine Locken sind Dattelrispen, schwarz wie der Rabe. So er hat lockige, schwarze Haare. Und das steht, dass Jesus ist der verherrlichte Mann zur Rechten Gottes und lebt für immer in der Kraft eines unauslöschlichen Lebens. Sein Haar ist nicht grau. Sein Haar ist auch nicht weiß wie Alten am Tage. Das ist ein anderes Bild von Jesus, das von Ewigkeit her kommt. Aber jetzt das Bild ist von Jesus als der verherrlichte Mann, der den Tod überwunden hat, der lebt in aller Ewigkeit. Er ist nicht glatze und er ist nicht grau. Er ist schwarze, lockige Haar, schwarz wie eine Rabe. Du dienst den ewig jungen Gott. Er wird wirklich nicht alt, er wird nicht Verweslichkeit. Er hat Verweslichkeit überwunden. Er hat Unverweslichkeit gebracht. Er hat Leben und Unverweslichkeit. Wirklich Gott, er hat den Tod ein für alle Mal besiegt und entwaffnet. Und er lebt in dieser ewigen Leben. Er ist Hohepriester für immer.
ist in der ewigen Jugend geblieben. Hat die Tau seiner Jugend. Er ist voller Leben. Wird sich nie veralten. Oh, Halleluja. Was für ein lebendiger Herr. Und wir haben dieses Leben in uns. Und eines Tages werden wir von innen nach außen kommen. Diese alte Haut wird sich, was immer, öffnen. Und wir kommen hervor in sein Ebenbild mit einem verherrlichten Leib, umgestaltet in sein Ebenbild. Aber ich liebe das, seine Locken sind schwarz wie ein Rabe. Und er lebt in das ewige Leben. In ihm war das Leben. Er ist durch den Tod in Auferstehung hervorgekommen. Und wir haben ihn, die Auferstehung und das Leben in uns. Hey, diese Frau, diese Brautseele kennt ihn als der verherrlichte Herr. Okay, und dann sagt er, und ich meine, dies ist wirklich eine gewaltige Beschreibung, seine Augen wie Tauben an Wasserbechern. Wenn sie schaut in seine Augen, aus seinen Augen strömen den Wasser des Heiligen Geistes. Sie sind wie Tauben. Jesus ist der Täufer im Heiligen Geist. Und wenn wir blicken auf ihn, dann strömen der Heilige Geist, die 7 Augen des Geistes, dann strömen diese Liebe durch den Geist in uns, dann strömen Offenbarung und der Himmel wird geöffnet. Er ist der täuft in dem Heiligen Geist. Und wir schauen auf ihn. Sobald wir kommen in seine Gegenwart, ihn nur erwähnen, strömt seine Liebe, strömt diese Quelle lebendigen Wasser ohne Ende aus dem Thron und aus dem Lamm. Ja, sie kennt ihn als der lebendige Quelle, die nie aufhört, sie mit sich selbst zu erfüllen. Wow! Und jetzt wollen wir noch einlesen, bevor wir abschließen. Und dann sagt sie, seine Wangen wie ein Balsambeet des Wurzkräuter sprossen lässt. Seine Wangen wie ein Balsambeet das Wurzkräuter sprossen lässt. Das steht für Jesus, der große Hohepriester, die wirklich vertritt uns alle Zeit und die ganze Lobpreisgebete, die wir zu Gott bringen, sie sind wohl angenommen durch den Herrn Jesus Christus. Alle deine Gebete, alle deine Lobpreis, alle deine Schreien zu Gott, das kommt durch Jesus und das wir den Vater gegeben. Und alle unser Lobpreis ist wohl angenehm zu Gott durch den Hohepriester. Weißt du, die ganze Segen von Gott strömt durch ihn. Und unser Lobpreis und Gebete strömen auch durch ihn zu Gott. Er ist der Hohepriester und er versöhnt uns mit Gott. Er vertritt uns in das Allerheiligste. Er ist der Hohepriester unserer Bekenntnisses. Und diese Kräuter von dem Weihrauch und den Lobpreis, die aufsteigt, geht zu dem Vater durch den ewig gesetzten Hohepriester. Er ist der Diener in das Heiligtum im Himmel. Und sie sieht ihn in seinem himmlischen Täufer des Heiligen Geistes, großer Hohepriester, erhaben über 10.000, seine schwarze, lockige Haar, die nie veraltet. Und sie ist verliebt mit ihm. Und ich glaube, wenn sie anfängt, ihre Augen auf ihn zu richten, du wirst sehen, sie kommt aus dieser Finsternis heraus und sie kommt in Ebenen, werden wir sehen in die paar nächste Zeit zusammen, wo sie landet. So, preis dem Herrn.